das Kloster ist die Urdorfzelle des Dorfes Engelberg. Und von daher ist halt eine enge geschichtliche Verbindung einfach da, die es nicht zu leugnen gibt. Hier oben waren ja nur ein paar Alphütten und sonst nichts. Und erst mit dem Bau des Klosters kam dann auf dem Hubel, auf dem Seelemättli, kamen ja dann auch ein paar Häuser dazu. Mit dem Bau des Klosters und dem Leben der Mönche hier haben sich dann auch andere Menschen hier angesiedelt. Und daraus hat sich ja dann das jetzige Dorf Engelberg entwickelt. Wann der Mönch aufsteht, das entscheidet der Mönch letztlich selber. Um 5:30 ist das erste Gebet. Und dann anschließend ist sehr modern, Frühstücksbuffet bis um 7:30. Einfach zwischendrin ist um 7:30 der gemeinsame Gottesdienst, den wir miteinander feiern, die Eucharistiefeier. Und anschließend an den Gottesdienst beginnt für die meisten dann die offizielle Arbeitszeit. Das Kloster braucht eine wirtschaftliche, gute Basis, damit es dann eben auch wohltätig und vernünftig kann handeln und Arbeit eben bieten für Menschen hier vor Ort. Und das ist eine große Herausforderung, diese Wirtschaftlichkeit immer wieder neu zu hinterfragen und immer wieder neu zu leben und zu gestalten. Künstler oder Menschen, die eine künstlerische Ader haben, sind eigentlich in einem Kloster am richtigen Ort, sofern der Abt und die Klostergemeinschaft diese Kunst tolerieren, also mittragen, auch sehen, dass es für das Kloster einen Wert hat. Unsere Künstler, die Modernen oder die längst Verstorbenen, legen eigentlich dafür ein großartiges Zeugnis ab, dass ihnen die Zeit gegeben wurde und dem Kloster auch ein gewisses Erbe mitgegeben haben, das es dann weiterträgt in die Zukunft. Um 12 Uhr ist das Mittagsgebet. Das ist nochmal so ein Innehalten im Stress, ein Abbremsen, zur Ruhe kommen, sich im Gebet wieder auf das Wesentliche im Glauben besinnen und anschließend ist das Mittagessen. Und Mittag- und Abendessen, da wird ja dann vorgelesen. 10.3 Zuerst müssen wir Schuld vergeben. Teresa betont, was speziell ist für Engelberg, wie es sich gehört hat, früher in einem guten Schweizer Haushalt, um 12:30 werden die Nachrichten eingeschaltet. Und dann hören wir während dem Mittagessen die Nachrichten. Ich glaube weiterhin, dass Engelberg für die Schule ein wichtiger Ort sein kann, auch wenn wir jetzt nicht mehr als Personen an der Schule präsent sind, aber neben der Schule halt als geistiges Zentrum doch immer noch ausstrahlen. Heute haben wir rund gute 90 Angestellte mit der Stiftschule und sind damit auch ein Wirtschaftsfaktor natürlich für das Tal vor Ort. Und damit haben wir auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Und das heißt auch, dass wir diese Klosterbetriebe wirtschaftlich führen müssen. Dann ist um 18 Uhr die Vesper, Vesper lateinisch der Abend, also das Abendgebet. Und das geht bis 6:30 ungefähr. Und anschließend ist dann das Abendessen.
Und um 20 Uhr am Abend ist dann das Nachtgebet, der Tag ist komplett erfüllt. Und anschließend findet dann das große Silentium nach der Regel des heiligen Benedikt statt. Wir gehen nicht mehr zueinander aufs Zimmer und in unserem Wohnbereich, in der Klausur, da ist einfach Stillschweigen, da ist wirklich Ruhe. Mein Lieblingsplatz, kurz und bündig, das ist die Gruft. Der Ort, wo wir als Mönche beerdigt werden oder wie wir scherzhaft sagen, unsere Eigentumswohnungen beziehen. Und die Gruft als Lieblingsort, weil das ist Geschichte. Also wenn ich hinabsteige in die Gruft, steige ich auch hinab in die Geschichte, die vor mir war. Zurzeit kenne ich einen Großteil der in der Gruft Begrabenen und weiß auch, dass diese Geschichte nicht immer glanzvoll war, sondern dass es da auch ruppige und Streitigkeiten gab. Aber trotzdem haben sie Geschichte mitgeschrieben, Geschichte des Klosters Engelberg. Und das ist so ein Eintauchen in diese Geschichte, aber auch ein Eintauchen in eine gewisse Dankbarkeit, dass sie gelebt haben, unser Kloster geformt haben. Und dann in dieser Dankbarkeit versinke ich dann plötzlich aber auch ins Gespräch mit den Verstorbenen. Also so, helft doch jetzt oder hilft doch, dass irgendwie dieses und dieses Problem gelöst werden kann. Plötzlich ist man in der Zwiesprache mit den Verstorbenen. Und das ist ja auch etwas typisches Monastisches. Das Totengedenken, das Gedenken an die Verstorbenen. Die Verstorbenen und die Lebenden, die sind immer noch eine Gemeinschaft. Die sind nicht einfach getrennt. Ich glaube, sie sind in der heutigen Zeit sehr wichtig, diese Begegnungen zwischen Kloster und Welt, sage ich jetzt mal so lapidar, weil viele Menschen haben verstaubte Vorstellungen und antiquierte Vorstellungen und darum sind solche Begegnungen auch wichtig, dass die Menschen irgendwo spüren, das sind ganz normale Menschen, sage ich jetzt mal. Und im Kloster läuft halt vieles genau gleich wie draußen in der Welt. Nur ist halt bei uns die religiöse Komponente stärker. Und diese Begegnungen mit den anderen sollen das etwas unterstreichen und etwas, das die Klosteridee und das Klosterleben auch wieder ins Bewusstsein der Menschen hineinbringen als eine mögliche Lebensform.